Im heutigen Video erhältst du von mir 3 Tipps, wie du deine Kicks trainieren musst, um sie für deinen Gegner nahezu unsichtbar zu machen, welche Fehler du vermeiden musst, damit dein Gegner deine Tritte nicht frühzeitig erkennt und wie du somit deine Trefferquote bedeutend steigerst. Ich bin Robert von Blue Dragon, schön, dass du eingeschaltet hast. Viel Spaß beim nachfolgenden Video. Willkommen zurück zum Video. Im heutigen Video also 3 Tipps, wie du deine Kicks so verbessern kannst, dass du zum einen deinen Gegner viel öfter triffst, dass er später wahrnimmt, dass du überhaupt kicken willst. Und los geht's auch schon. Der erste Tipp, den ich für dich habe, bezieht sich auf die Balance, also auf das Körpergewicht, wie du es verteilst während des Trittes. Oftmals sieht man, dass Leute, die gerade in der natürlichen Haltung sind, anfänglich ihr Körpergewicht verlagern. Wenn du also mit dem rechten Bein treten willst, kann man beobachten, dass einige Leute, um eben Schwung zu generieren, das Körpergewicht aufs linke Bein stellen. Wie du siehst, bewegt sich mein Oberkörper dadurch ziemlich auffällig. Das ist also eine Möglichkeit, die dein Gegner oder der Angreifer zur frühen Wahrnehmung des Trittes hat. Dies kannst du vermeiden, indem du imaginär einen Schritt nach vorne machst, also dich im Geist so ausrichtest. Wenn du einen Schritt dabei nach vorne machst, kannst du also das seitliche Bewegen nahezu ausgrenzen. Damit hast du also die Möglichkeit, dass der Gegner viel später erkennt, was du eigentlich machen willst. In der Praxis sieht das Ganze dann so aus, dass du die Sache wie folgt üben kannst. Dein Trainingspartner bekommt beispielsweise ein paar Schlagpolster in die Hand oder wie Markus gerade Schienbeinschützer. Denn für die Selbstverteidigung sind Schienbeinschützer insofern interessant, da das Knie oder das Schienbein einfach sehr gute Trefferzonen sind. Alternativ könnte man auch einen Tiefschutz anziehen und wer so ein richtig harter Kerl ist, kann das also auch mit einem Straight Kick so trainieren, dass man also versucht, den Unterleib zu treffen. Für uns heute aber die Schienbeinschützer. Wie schon im ersten Tipp erwähnt, sieht man oftmals, dass das Körpergewicht seitlich verlagert wird. Das gibt dem Trainingspartner also die Möglichkeit zu erkennen, wann ich treten will. Zur Übung also, damit du erkennst, ob du dein Körpergewicht noch seitlich verlagerst, testen wir einfach mal die Möglichkeit, wie er reagiert. Das heißt also, Markus, seine Aufgabe ist einfach nur, mach einen Schritt zurück, also lass dich nicht treffen und ich gebe mir also Mühe, ihn jetzt zu treffen. Wenn ich mein Körpergewicht also seitlich verlagere, sieht das so aus, dass ich dahin gehe oder auch zur anderen Seite und ihr seht, er kann da ganz locker ausweichen. Wenn ihr euch jetzt also nach vorne orientiert, wie im Tipp erwähnt, kommt dabei Folgendes raus. Ihr seht also den Unterschied, dass das nach vorne ausrichten es ihm viel schwieriger macht, meinen Tritt zu erkennen, dadurch, dass das seitliche Pendeln also da viel offensichtlicher ist. Der zweite Tipp, den ich für euch habe, sind eure Hände. Oftmals sieht man, dass Leute, die kicken wollen, auch insbesondere um hohe Tritte zu machen, dass die Leute also erstmals ihre Arme hochziehen, um zum Beispiel Schwung zu generieren. Grundsätzlich macht das schon Sinn, allerdings verrät es natürlich, dass ich etwas vorhabe. Du solltest also bei deinem Training darauf achten, dass wenn du, jetzt machen wir es erstmal auf halber Höhe wieder gegen die Schienbeinschützer, wenn du also treten willst, dass du nicht die Arme hochreißt, um den Tritt zu machen, sondern dass die Arme nachher unten bleiben. Sieht also so aus, wenn ich ein bisschen weiter weg stehe und hier also meine Arme hochziehe, hat der Markus die Gelegenheit, wieder darauf zu reagieren. Und ich komme nicht ran. Auch hier denk wieder einfach nur nach vorne, als wenn du einen Schritt machen willst. Wenn dein Gegner also hier im Training vor dir steht, ist die Bewegung ganz einfach das, dass du den Tritt machst und dabei deine Arme benutzt, um die Deckung aufzubauen. Ja? Also Schritt nach vorne und fertig ist die Geschichte. Funktioniert also mit beiden Seiten. Das heißt also, ob ich nur mit rechts den Kick mache oder mit links, spielt dabei keine Rolle. Üb einfach beide Seiten. Okay? Seht also, kommt sehr überraschend. Das gleiche gilt auch für hohe Kicks. Das heißt, wenn Markus jetzt einfach mal die Deckung hochnimmt, damit ich ihn nicht treffe, das gleiche Spielchen. Wenn ich hochtreten will und ich ziehe hier erst die Arme hoch, um den Schwung zu generieren, hat er also die Möglichkeit, einfach wieder frühzeitig zu reagieren. Ziehe ich die Arme aber später hoch,
sieht die ganze Geschichte so aus, dass ich da viel besser rankomme. Das ist Tipp 2. Und Tipp 3, wenn du die Distanz verkürzen musst, haben wir zum Beispiel im Jeet Kune Do die Pendelbewegung. Das heißt also, was wir machen wollen ist, wir verkürzen die Distanz, weil wir aus der normalen Distanz heraus nicht an den Gegner rankommen. Hier sind die Arme wiederum nützlich, denn wir können hier einen Angriff antäuschen. Das heißt als Beispiel, wir nehmen die Arme und täuschen einen Angriff zum Gesicht vor, um die Distanz hier zu überbrücken. Und jetzt seht ihr schon, seid ihr mit eurem vorderen Bein schon viel näher dran. Und von da aus habt ihr also die Möglichkeit, die Distanz, die hier nicht zum Treffer reicht, wiederum auszunutzen, um den Treffer zu landen. Ja, heißt also, ich gehe nach vorne und kick danach. Die Ausrichtung ist dabei genau die gleiche wieder. Das heißt, ich denke in einem Schritt nach vorne. Wieder kein seitliches Ausholen, auch nicht nach hinten ausholen, sondern ich bin in einer ganz geraden Angriffsbewegung nach vorne. Arme nach vorne, kicken. Selbst wenn er jetzt den Schritt dabei machen sollte und ich habe nur das Andebein als Treffer da, dann kann ich also hier nachfolgend das Andebein benutzen. Das sind also 3 Möglichkeiten, wie du deine Kicks so trainieren kannst, dass du deine Trefferquote wirklich erhöhst, wie der Gegner es bedeutend schwerer hat, auf deine Kicks zu reagieren. Und schreib uns doch mal in die Kommentare, ob das für dich sinnvolle Tipps sind, ob du Prinzipien aus dem Jeet Kune Do vielleicht in deinem Training verwendest. Vielleicht trainierst du ja sogar selber Jeet Kune Do. Und ja, Markus, vielen Dank wieder für deine Hilfe. Ich hoffe, dir hat das Video auch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über ein Like freuen. Und ist das dein erstes Video, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du den Kanal abonnierst, denn dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn wir weitere Videos hochgeladen haben. Ich bin Robert von Blue Dragon. Bis zum nächsten Mal.